Was sollte man maximal für die Champion-Schmuckteile ausgeben? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenne die Preise nicht. Keine Ahnung. Im Endeffekt, du musst rausfinden, was kosten die günstigsten Fragmente und der günstigste Staub. Und dann kannst du es dir einfach ausrechnen. Die Leute, die direkt die Schmucksachen verkaufen, die verlangen höchstwahrscheinlich mehr, als es eigentlich wert ist. Weil sie dir den Service anbieten, dass du direkt das Schmuckteil kaufen kannst. Und andere Leute verkaufen dir halt indirekt die Fragmente. Ich meine, die sind ja sehngebunden. Direkt kann man sie eigentlich nicht verkaufen, weil sie gebunden sind. Aber indirekt verkaufen die andere Leute halt quasi die Fragmente einzeln, mehr oder weniger. Und dann kannst du dir einfach aussuchen, was du für einen Ring willst. Und dann kaufst du halt immer noch den Staub. Das heißt, du musst rausfinden, was kostet Staub, was kostet Fragmente, günstig oder günstigstenfalls. Und ja. Ich hätte meine Ziele noch für das Jahr interessiert. Jahresziele. Also was ich dieses Jahr noch machen wollte, was halt durch FEC unterbrochen wurde, war ja 100 A-Pads sammeln auf Bodeng. Das sind ja fast 20 Milliarden. Und dann meinen Fox und meine Krabbe pushen auf hoffentlich 7. Im Schnitt braucht man... oh Gott. 2%. Erinnert mich an was anderes. Das eigentlich schon längst hätte klappen müssen. Bloody Craften. Das war's eigentlich. Also das war auf jeden Fall das, was ich definitiv dieses Jahr machen wollte. Also ohne Wenn und Aber. Also das wird kommen. Nur jetzt wahrscheinlich sehr spät. Also erst im Oktober, November oder so. Frühestens. Und... ja, das war's eigentlich. Ich meine, dann ist halt also bis zum nächsten Update wird es halt schwierig. Also ich meine, die erste Hälfte des Jahres war jetzt ja quasi New Horizon. Das kam ja erst im November, also es war ja spät. 9. November kam das Update New Horizon. Das heißt, die erste Hälfte dieses Jahres war jetzt ja eigentlich effektiv noch New Horizon. Und die nächsten Monate werden ja dann eher von dem Update-Patch bestimmt, der jetzt dann hoffentlich bald kommen sollte. Also ich persönlich predikte den jetzt ja irgendwann im August. Wahrscheinlich mit dem Ende von diesem Wakens-Event. Persönlich würde ich mal davon ausgehen, dass es dann kommen könnte, dieses Update. Und erst wenn dieses Update da ist, kann man, oder ihr auch, also dann kann man halt wirklich erst gucken, was macht man jetzt die nächsten Monate. Weil wenn da jetzt nur irrelevantes Zeug kommt, wie sowas wie Regenbogenrennen, neue Strecke und so, ich meine, dann ändert das ja nichts. Dann ist mein Plan immer noch das mit den Pets und fertig. So. Also das wird mich ja dann wahrscheinlich relativ wenig jucken. Und ein neuer PvP-Modus, der kommen soll, wird mich auch relativ wenig jucken. Da wird es immer noch bei den Pets bleiben. Aber mal angenommen, da kommt jetzt irgendwas, was sie nicht angekündigt haben, nicht direkt angesprochen haben. Ich wüsste jetzt gar nicht, was genau, ist ja egal, aber kann ja alles Mögliche passieren. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, was ich jetzt die nächsten 5, 6 Monate noch machen werde oder will. Abgesehen von den Pets halt, wie gesagt. Also das will ich so oder so machen. Aber ja, also ist halt einfach schwierig, weil ich meine, New Horizon hat schon einiges geändert. Ich meine zum Beispiel, dass man keine Nightmare Dungeons mehr gefarmt hat. Es gab plötzlich neue Dungeon-Schwierigkeiten, es gibt plötzlich neue Waffen, Ultimate, bla 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 bla. Klar, so ein Update wird es nicht werden. So ein umfangreiches, großes, wo sich so viel ändert. Aber trotzdem weiß man halt nicht, was jetzt genau das Update ist. Und deswegen ist es schwierig daraus, oder ohne das zu wissen, Pläne zu schmieden. Vorschweben würde, ist jetzt aber auch relativ langweilig, das habe ich gleich gestern schon mal gesagt, wäre alle meine Chars 160 machen. Ready fürs nächste große Update. Das wäre noch sowas neben den Pets, was ich wahrscheinlich anstreben würde. Sollte auch nicht besonders schwierig sein, weil ich habe bereits 8 Chars auf 156 plus. Also ich habe einen auf 158, einen auf 157, 6 auf 156. Dann nochmal 6 auf 153, 1 auf 141 und 7 auf 134.
God damn. Also die meisten sind eh schon ziemlich nah an 160. Ohne Scheiß, ich würde fast sagen, Big City Budapest ist die schlechteste Tiefkühlpizza, die es gibt. Erstens mal ist es Teig zu Soße zu Belag. Verhältnis grottenschlecht. Und dann schmeckt sie auch einfach noch kacke. Was ja basically eine Salami-Pizza ist oder so ähnlich. Keine Ahnung, was das sein soll genau. Aber sie schmeckt einfach scheiße. Big City Pizzen so richtig geil. Na, die sind dry as hell. Viel zu viel Teig, viel zu wenig Belag. Rein und raus. Vor. Zurück. Links. Rechts. Hoch. Runter. Kennt ihr dieses Video aus dem Bus? Heilige Scheiße, Alter. Ich glaube, ich würde mir die Kugel geben, wenn ich in dem Zug, wenn ich in dem Bus sitzen würde. Geiles Gerät. Ultra geiles Fahrgestell, Alter. Einfach Hölle, nein. Oder nein, Pascal, ich denke nicht. Wer zum Teufel sagt das? Das ist crazy, Mann. Leute, die unter 20 sind, sind doch keine echten Menschen. Die sind doch nicht real. Siehst du schon, wenn ich dir ein paar Hühner auf den Hals setze. Das ist dann nicht mehr El Pollo Loco, sondern El Talahuhn Loco. Irgendwas gemacht haben. Weißt du was, Pokerface? Vielleicht solltest du das nächste Mal nicht dem Twitch-CEO jeden Morgen vor den Briefkasten scheißen. Vielleicht wäre es besser, du machst das nicht.